Hallo meine lieben Freunde, hier wieder eine Ausgabe von Michael Grant Klartext. Zu Beginn eine Anmerkung, es wäre gut, wenn ihr meinen Telegram-Kanal abonnieren könntet. Der Link ist unten angegeben, es ist nur präventiv. Falls ich irgendwann mal nicht mehr erreichbar bin, dann könnt ihr mich über Telegram oder über meine Homepage www.michaelgrant.de erreichen. Heute ein weiteres Thema, was natürlich bei den Lückenhistorikern überhaupt keine Rücksicht findet. Und zwar Vorbeuge- und Schutzhaft waren keine, ich wiederhole, keine Erfindungen der Nationalsozialisten. In der offiziellen Geschichtsschreibung ist die Sache klar, die Nationalsozialisten erließen Gesetze von solcher Zweideutigkeit, dass sie zur Bestrafung beinahe jeden unschuldigen Menschen Anwendung finden konnten. So wurde zum Beispiel jede gemeingefährliche Tat zum Verbrechen erklärt. Das ist eine Tatsache. Die Lehre von der Bestrafung aufgrund von Analogie wurde eingeführt, um dadurch die Verurteilung der Taten zu ermöglichen, die kein Gesetz verbot. Justizminister Gürtner erklärte, der Nationalsozialismus betrachte jede Verletzung der von der Gemeinschaft für sich aufgestellten Lebensziele als ein Unrecht per se und dass Handlungen bestraft werden könnten, obwohl sie nicht dem bestehenden formellen Recht zuwiderliefen. Dank Bespitzelungen wurden Einzelpersonen in die bereits erwähnte Schutzhaft genommen. Bereits erwähnt habe ich das in einem anderen Video, wie man die Konzentrationslager errichtete, warum es die Gründe für die Errichtung der Konzentrationslager, darüber habe ich ein anderes Video gemacht. Also, dank Bespitzelungen wurden Einzelpersonen in Schutzhaft genommen und ohne Gerichtsverfahren irgendwelcher Art und ohne Angabe der Gründe in Konzentrationslager abgeführt. Diese Darstellung wurde und wird so oder in ähnlicher Form von vielen Geschichts- und Schulbüchern übernommen. Doch auch das ist wieder eine Lückenwahrheit. Und ihr wisst, ich bin ein Journalist der Vergangenheit und Journalisten stellen immer beide Seiten dar. Die eine Seite, die ich gerade genannt habe, die könnt ihr in jedem Schulbuch lesen, in jedem Geschichtsbuch, in Mainstream rauf und runter. Aber meine Recherchen ergaben folgende Hintergründe zur Schutzhaft. Alle Weimarer Regierungen, ich wiederhole, alle Weimarer Regierungen machten bis 1923, also schon 10 Jahre vor Hitler, umfangreichen Gebrauch von der Schutzhaft. Schon mal gehört? In diesen Jahren wurde nur ein geringer Teil der Schutzhaftfälle aktenkundig. Verhaftungen und Internierungen fanden oft willkürlich statt. Sie wurden sogar ein Teil des politischen Alltags. Hoppla, vor den Nationalsozialisten. Das juristische Konzept der Schutzhaft wurde im Deutschen Reich zum ersten Mal im preußischen Gesetz zur Schutze der persönlichen Freiheit aus dem Jahr 1850 definiert. Nach § 6 durfte die Polizei Personen zeitlich begrenzt in Haft nehmen, und zwar zu deren eigenem Schutz oder für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sittlichkeit, Sicherheit und Ruhe. Ein Jahr später fand die Schutzhaft mit dem in Preußen erlassenen Gesetz über den Belagerungszustand auch den Eingang in das neu geschaffene Notstandsrecht. Das Gesetz gab dem Militär die Möglichkeit, jede Person in Schutzhaft zu nehmen. Die rechtlichen Beschränkungen und die richterliche Kontrolle fielen jedoch weg. Der Belagerungszustand konnte sowohl bei inneren Unruhen als auch im Kriegsfall verhängt werden. Also 1850, 51 gab es bereits die Schutzhaft. Die Schutzhaft wurde in der Kaiserzeit und während des Ersten Weltkrieges für Spionageverdächtige, Anarchisten, Staatenlose und Feindstaatenausländer angewendet. Ab Sommer 1916 kamen zunehmend auch politische Gegner in Schutzhaft, aber auch Wahrsagerinnen, Päderasten, Friedensdemonstranten, Heeresbeleidiger, Landstreicher, Heiler, Kuppler und Prostituierte. Die Dauer der Schutzhaft variierte zwischen wenigen Tagen und mehreren Jahren. Das Reichsjustizamt schätzte nach dem Ersten Weltkrieg eine durchschnittliche Verweildauer zwischen 2 und 3,5 Jahren. Ab
4. Dezember 1916 unterzeichnete Kaiser Wilhelm II. Eine Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über den Kriegszustand. Das sogenannte Schutzhaftgesetz gab den Internierten nun das Recht, sich juristischen Beistand zu suchen. Die Verantwortung über die Schutzhaftmaßnahmen blieben bis im Jahr 1920 bei den Militärs. Erst unter Reichspräsident Friedrich Ebert, SPD, wurde diese auf Zivilbehörden mit dem Reichsminister des Innern an der Spitze übertragen. Dies führte jedoch nicht zur Abschaffung der Schutzhaft, ganz im Gegenteil, sie blieb weiterhin ein fester Bestandteil der staatlichen Instrumentarien, also unter einem SPD-Reichspräsidenten gab es die Schutzhaft. Wo hört ihr das? Wo lest ihr das? In meinen Büchern ist das alles mit verifizierten Quellen belegt. Mit der Vorbeugehaft für Zuhälter war in der Hansestadt Bremen schon in den frühen 1930er Jahren, also vor Machtantritt der Nationalsozialisten, experimentiert worden. Denn nach Auffassung zeitgenössischer Kriminologie bildete das Milieu der Asozialen den Nährboden, in dem das Verbrechertum Wurzeln schlagen konnte. Schon im Jahr 1880 setzten Strafrechtsreformer wie Emil Kraepelin auf eine Schutzstrafe, um die Gesellschaft vor künftigen Straftaten der Täter zu bewahren, die sie noch gar nicht begangen hatten. Die Idee einer Präventivhaft war also keine Erfindung der Nationalsozialisten. Im Kabinett Hitler bildete die Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933 die Ermächtigungsgrundlage für die Schutz- und Vorbeugehaft. In ihr gab es nun auch polizeiliche Eingriffsbefugnisse zur Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte. Darüber habe ich ein extra Video gemacht. Die Historikerin Irene Strenge und der Historiker Thomas Reitel kommen zu dem Schluss, ich zitiere, dass die formalen Ähnlichkeiten zwischen der Reichsbrandverordnung und einer Reihe von Weimarer Ausnahmezustandsverordnungen insgesamt weit größer sind, als sie bislang in der Regel bekannt sind. Zitat Ende. Ihr Fazit: Die Reichstagsbrandverordnung der Nazis als Grundlegung der Diktatur wurde mit den Instrumenten des Weimarer Ausnahmezustands erarbeitet. Wo lest ihr das? Die Vorbeugehaft war im Dritten Reich zunächst nicht gegen politische Gegner konzipiert worden, sondern gründete ebenso wie die Schutzhaft auf der Reichstagsbrandverordnung. Ein preußischer Erlass vom 13. November 1933 ordnete die vorbeugende Polizeihaft gegen Berufsverbrecher an. Sie wurde auch gegen parasitäre Wohlfahrtshilfeempfänger und Mehrfachstraftäter eingesetzt. Hauptgrundlage dafür waren wiederum ein Erlass über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei, der die Kriminalpolizei bevollmächtigte, auch Gemeingefährliche in Vorbeugehaft zu nehmen. Doch der Prozess der Definition, Ausgrenzung und Verfolgung von Asozialen und Gemeingefährlichen wurde bereits während des Ersten Weltkrieges Teil der staatlichen Repressionspraxis und die Schutzhaft fand noch nach der Verhängung des reichsweiten militärischen Ausnahmezustandes durch Reichspräsident Ebert, SPD, am 26. September 1923 umfangreiche Anwendung. Mit dem Grunderlass vorbeugender Verbrechensbekämpfung des Reichsinnenministeriums vom Dezember 1937 durften dann auch Personen in Vorbeugehaft genommen werden, die keine Berufs- oder Gewohnheitsverbrecher waren, sondern die durch ihr asoziales Verhalten die Allgemeinheit gefährdeten. Im Frühjahr und Sommer 1938 standen die Asozialen und Arbeitsscheuen im Fokus, aber auch Wilderer und Autodiebe, die als gemeingefährlich in Vorbeugehaft genommen werden konnten. Ein Jahr später kamen Personen hinzu, die infolge von Trunkenheit den Straßenverkehr gefährdeten. Sie sollten unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 4 Wochen in Vorbeugehaft genommen werden können. Eine Anmerkung noch am Rande: Auch Adolf Hitler kam nach dem gescheiterten Münchner Putsch 3 Tage lang in Schutzhaft, bevor er dann ins Gefängnis Landsberg überführt wurde. Verschwiegen wird also, die Vorbeugehaft diente vor allem zur Bekämpfung des Berufsverbrechertums und wurde nicht
von den Nazis eingeführt, sondern diese existierte bereits seit 1850. Das soll wiederum keine Beschönigung sein, es soll wiederum eine objektive Darstellung der Fakten sein. Und wer eine objektive Darstellung nicht ertragen kann, der ist falsch auf meinem Kanal. Ich habe das alles beschrieben in meiner Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur. Dies ist Band 2, sehr umfangreich, fast 900 Seiten, 2000 Quellen verifiziert, die man nicht widerlegen kann. Ich möchte auch noch auf mein neues Buch, ihr seht es im Hintergrund, Deutschland muss vernichtet werden, aufmerksam machen. Dieses Buch ist so brisant, dass der Verleger und ich nicht sicher sind, ob dieses Buch lange erscheinen wird. Also bestellt es jetzt bereits, dann habt ihr es auch und bekommt es auch, bevor es vielleicht verboten wird. Aber wir werden trotzdem weitermachen. Wie gesagt, abonniert meinen Telegram-Kanal. Ist wichtig, weil ich brauche einfach eine Alternative, falls es hier nicht mehr funktioniert. Und schaut euch auf meiner Website www.michaelgrant.de um. Dort könnt ihr auch einen kostenlosen Newsletter abonnieren und auch Videos zu meiner brisanten Hitler-Buchreihe sehen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.